Wir schreiben das Jahr 1973. Einen Moment. Ägypten, Syrien sowie weitere arabische Länder befinden sich im sogenannten Jom-Kippur-Krieg gegen Israel. Dieser wirkt sich global auf die weltweiten Ölpreise aus. Noch im selben Jahr wird in Deutschland erstmalig ein bundesweites Fahrverbot verhängt. Die OPEC, also die Organisation Erdöl exportierender Länder, verhängt ein Embargo gegen die USA und die Niederlande. Die übrigen Industrieländer erhalten auf einmal viel weniger Öl von den Arabern. So auch die USA. 1973 kostet ein 159 Liter Fass $3. Eine indirekte Folge dessen war die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugen. Das galt auch für den Bereich hochwertiger, teurer Modelle. General Motors hatte in diesem Marktsegment, das zunächst nur von Importeuren wie Mercedes-Benz und BMW bedient worden war, als erster amerikanischer Hersteller 1975 mit dem Cadillac Seville erfolgreich ein eigenes Fahrzeug positioniert. Die Ford Motor Company zog wenig später mit dem Lincoln Versailles nach. Für die, die sich nun wundern, Lincoln wurde am 4. Februar 1922 von Henry Ford aufgekauft. Der Chrysler-Konzern antwortete darauf im Sommer 1976 mit dem Le Baron, der in seinen Dimensionen annähernd dem Seville und dem Versailles entsprach, aber zu einem günstigeren Preis angeboten wurde als die Konkurrenzmodelle. Der Le Baron wurde ab dem Modelljahr 77 über die Chrysler Plymouth Händler vertrieben. Für die getrennt auftretenden Händler der Marke Dodge entwickelte Chrysler unseren heutigen Testwagen, der stilistisch weitgehend dem Le Baron glich, aber weniger aufwendig ausgestattet war und preiswerter angeboten wurde. Einer der Ingenieure bei Dodge muss wohl im ersten Leben Diplomat gewesen sein. Der Dodge Diplomat ist bzw. war nämlich der am längsten produzierte Pkw der gleichnamigen Marke. Rund 363.000 Exemplare wurden von 1977 bis zum Produktionsstopp 1989 gefertigt. Die erste Serie des Dodge Diplomat wurde als viertürige Limousine, als zweitüriges Coupé und als fünftüriger Kombi angeboten. Das Coupé verfügte über gewölbte hintere Kotflügel mit einer rundlichen Linienführung. Alle Karosserieversionen wiesen den gleichen Radstand auf.
Stilistisch war der Diplomat nahezu identisch mit dem Chrysler LeBaron. Lediglich die Form des Kühlergrills sowie das Arrangement der vorderen Leuchteinheiten war eigenständig. Während beim LeBaron die Blinker über den eckigen Scheinwerfern angeordnet waren, befanden sie sich beim Diplomat unterhalb der Scheinwerfer. Der Dodge Diplomat hat eine Länge von 5,2 Metern. Die Breite beträgt knapp 2 Meter. Der Radstand wird mit 2,08 Metern angegeben. Die Höhe beträgt exakt 1,04 Meter. Der Kofferraum fasst 442 Liter. Im ersten Modelljahr wurde der Diplomat ausschließlich von einem 5,2 Liter großen 8-Zylinder-Motor angetrieben. Ab 1978 war zusätzlich der Slant Six Reihen-6-Zylinder-Motor mit 3,7 Litern Hubraum lieferbar. Der Name Slant Six, also zu Deutsch schräg 6, setzt sich zusammen aus der Anzahl der Zylinder sowie der Einbauform des Motors. Um unter der kleinen, flachen Motorhaube ausreichend Platz zu finden, wird der Motor um 30 Grad zur Seite geneigt eingebaut, mit der Wasserpumpe seitlich statt vorne angeflanscht. Ein positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme ist, dass die Krümmer aufgrund des größeren Platzangebots besser dimensioniert werden können. 1978 und 1979 konnte für den Diplomat außerdem auch eine 5,9 Liter große Version des V8-Triebwerks bestellt werden. Die 8-Zylinder-Motoren waren serienmäßig mit einer Dreigangautomatik gekoppelt. Nur im Modelljahr 79 war alternativ ein manuelles Vierganggetriebe lieferbar. Unser heutiger Testwagen stammt aus dem Jahr 1983, gehört also bereits zur zweiten Modellgeneration. Dies war auch das letzte Jahr für den Slant Six. Danach war der einzig verfügbare Motor ein 5 Liter V8 mit einem Zweizylindervergaser. Ein Vierzylinder blieb die optionale Motorwahl der polizeilichen Behörden. Kommen wir nun zur wichtigsten Sicherheitsausstattung, nämlich dem Licht. Ich werde die einzelnen Bedienelemente der Lichtsteuerung bedienen und euch dann erklären, was ich gerade mache. Nun schalte ich den linken Blinker ein. Nun den rechten und nun die Warnblinkanlage. Abblendlicht, Fernlicht, Licht aus. So, und den ganzen Spaß wiederholen wir nochmal auf der Rückseite. Bremslicht alleine, Bremslicht und Blinker links. Dasselbe mit Blinker rechts.
Nur Blinker links. Nur Blinker rechts. Warnblinkanlage. Rückwärtsgang. Alle Lichter aus. Im Laufe der 1980er Jahre kauften weniger Privatkunden den Diplomaten. Der Verkauf von Autos, die mit dem Polizeipaket ausgestattet waren, machte etwa die Hälfte der Diplomat-Produktion nach der Einstellung der Coupés und Kombis aus. Ein paar Jahre später unterlag das Auto der sogenannten Gasfressersteuer. Diese wurde 1978 in den USA eingeführt, um die Produktion und den Kauf von Fahrzeugen mit ineffizientem Kraftstoffverbrauch zu verhindern. Der Dodge Diplomat benötigte fortan bleifreies Premiumbenzin. Kein Wunder, dass der Diplomat ein Verkaufsschlager war, der sich 12 Jahre lang sehr gut halten konnte. Allein die Anzahl der ausgelieferten Polizeifahrzeuge spricht für sich. Fast 12.000 von ihnen fand man in den 70ern und 80ern auf Amerikas Straßen, was rund die Hälfte der Produktion ausgemacht hat. Zu Recht fragten sich viele Kunden, warum soll ich mir ein Plymouth kaufen, wenn ich einen Dodge mit höherem Status haben kann.